Das sind die Ansagen von alters her, was von alters her installiert wurde. There's a difference between you have heard it said of old and it is written. Da heißt es dann, was ihr von den Vorfahren gehört habt oder eben es steht geschrieben. Und das sind unterschiedliche Dinge. Let me tell you a personal story. Und ich möchte euch eine persönliche Geschichte erzählen. Many years ago when I first started going out to teach, Vor vielen Jahren, als ich anfing rauszugehen, um zu lehren, do people here know what cornbread is? ja, Okay, we'll try it. almost. Okay, almost. Okay, we'll try it. Many years ago when I first started going out, Vor vielen Jahren, als ich anfing rauszugehen, um zu lehren, a couple in Wichita, Kansas called my wife. hat ein Ehepaar in Wichita in Kansas meine Frau angerufen. They were hosting the conference I was going to speak at. Und die waren so die Gastgeber von der Konferenz, auf der ich sprechen sollte. And they wanted to know what I liked and what I didn't like. Die wollten von meiner Frau wissen, was ich gerne esse und was ich nicht gerne esse. You know, does Brad like coffee? Does he like big pillows or little pillows? So wie ist das, trinkt der Kaffee mit oder ohne Kaffee in große Kissen, kleine Kissen? And Carol said, you want to please my husband? Wenn du ihn wirklich zufriedenstellen willst, Make him cornbread for dinner. dann mach ihm Maisbrot zum Abendbrot. Das ist ein sehr gelbes Brot, Because Brad loves cornbread. weil er liebt Kornbrot. It's obviously bread Maisbrot. made with corn. Das ist natürlich ein Brot, was aus Maismehl hergestellt wird. We had corn for lunch. Wir hatten das zum Mittagessen. It wasn't cornbread, but okay. So ähnlich. And so she said that because she knew that I love cornbread. Also hat sie das gesagt, denen den Tipp gegeben, weil sie wusste, ich liebe dieses Maisbrot. When I was very young, my mother made a certain kind of cornbread. Als ich jung war, hat meine Mutter immer eine ganz bestimmte Art von Maisbrot gebacken. She followed the recipe that her mother and her mother and her mother gave her. Sie hat das Rezept Okay. der Mutter, der Mutter, der Mutter, der Mutter befolgt, was durch die ganze Linie ging. And we took her cornbread and we put it in a glass of milk. Und wir haben dann das Maisbrot genommen und das eingetunkt in ein Milchglas. And then you eat the cornbread mixed with the milk out of the glass. Und dann isst du das wie Müsli aus dem Glas heraus. Don't give me that look. It was really good. Schau mich nicht so an, das war wirklich lecker. So she told the host, make cornbread for Brad. Also hat sie dann gesagt, mach einfach ein backenschönes Maisbrot und gut ist. So I go to the conference not knowing this. Ich wusste nichts davon, gehe ganz friedlich auf die Konferenz. And we were done that night. They turned around with a big tray of cornbread. Und als wir dann fertig waren mit der Konferenz, haben die dieses große Maisbrot ausgepackt. I said, oh my goodness, Und ich I hab love cornbread. How did you know? Und ich habe gesagt, wow, ich liebe Maisbrot, woher wisst ihr das denn? And they said, well, the congregation prayed. Naja, unsere Gemeinde hat gebetet und gefastet. That didn't really happen. Nein, das ist nicht wahr. And I said, oh, how did you know I love cornbread? I really do love cornbread. Und ich habe gesagt, woher wisst ihr das denn? Ich liebe wirklich Maisbrot, das ist der Brüller. Oh, you don't know how much I love cornbread. Und ich habe dann gesagt, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie sehr ich Maisbrot liebe. Und dann war es aber staubtrocken. Oh my goodness, this is terrible. Das ist schlimm. Now here's the point of the story. Und das ist, was wirklich passiert ist. They were calling it cornbread, Sie haben es Kornbrot genannt, Maisbrot. but that was not my mama's cornbread. Aber das war nicht das Maisbrot von meiner Mama. See, in the first century, the Pharisees and the scribes were calling it the Torah, So im 1. Jahrhundert haben die Schriftgelehrten und die Pharisäer das die Tora genannt. but they had added things to it and took things away from it. Aber sie haben Dinge da weggenommen und sie haben andere Dinge hinzugefügt. And so they were producing totally different behavior. Also haben sie völlig anderes Verhalten hervorgebracht mit dem. So Paul and Yeshua's problem with the Pharisees and the scribes was not the Torah. Das Problem von dem Paulus und dem Jeschua, den Pharisäern gegenüber, war nicht die Tora an sich. He says to them, you have broken the commandments by your traditions. Da heißt es dann, ihr habt die Gebote gebrochen um eurer Tradition willen, menschengemachter Gebote. And so that's what they were dealing with. Und darum ging es wirklich bei der Sache. Okay, so the word for taking a recipe and mixing something in it that didn't belong is arav in Hebrew. Also dieses Wort, wenn man ein Originalrezept hat und dann was reinmischt, was da nicht reingehört, das ist Adaf im Hebräischen. It's like a woman adding stuff to the recipe that's not on the card.
Das ist wie wenn eine Frau in einem Rezept Dinge hinzufügt, die nicht auf der Karte stehen. In your Bible, it's translated as evening, mix, mingle, raven, Arabia, plains, and swarms of flies. Okay, in der Bibel wird es übersetzt mit Abend, mischen, vermischt sein, Rabe, Arabien, Ebenen und Schwärme von Fliegen. So it's a word in Hebrew that means to mix something. Im Hebräischen heißt das wirklich, was zu vermischen, was zu vermengen. How many of you know God hates a mix? Wie viel von euch wissen, dass Gott es hasst, wenn wir Dinge mischen oder mixen? He says in the book of Revelation that he's going to spew lukewarm water out of his mouth. Und er sagt in der Offenbarung, dass er bereit ist, das Lauwarme auszuspucken aus seinem Mund. Lukewarm is a mixture of hot and cold. Lauwarm ist eine Mischung von heiß und kalt. So he says to his people, either be hot or be cold. Und er lädt sein Volk wirklich ein, dass ihr entweder heiß oder kalt wäret. Aber lauwarm geht gar nicht. Either dedicate your whole life to me and follow me and do what I do, Seid hingegeben, gebt mir euer ganzes Leben, folgt mir und tut, was ich tue. or be totally against me. Oder seid völlig gegen mich. But don't take my ways and mix them with your ways. Aber nehmt bitte nicht meine Wege und vermischt sie mit euren Wegen und tut so, als ob. Because he will spew that out of his mouth. Weil das wird er ausspucken aus seinem Munde. Now, when I was a young pastor, I had some problems with that phrase. Als ich ein junger Pastor war, hatte ich Schwierigkeiten mit dieser Passage. I couldn't wrap my brain around him wanting us to be, rather having us cold than lukewarm. Ich konnte es nicht verstehen, dass er sah, es wäre besser für uns wirklich kalt zu sein, als lauwarm zu tun. Until I thought about it for a little bit. Bis ich mir ein paar Gedanken dazu gemacht habe. And I realized if I'm completely against him, there's no confusion. Und ich dann wirklich begriffen habe, wenn ich mich wirklich gegen ihn aufstelle, gibt es keine Verwirrung mehr. I don't send the world a mixed message. Dann sende ich der Welt keine falsche, vermischte Botschaft. Everybody can tell I don't like God and I hate him. Jeder kann ganz klar sagen, der mag Gott nicht, der hasst ihn. But if I mix his ways with our ways, I send a mixed message to the world. Wenn ich aber seine Wege nehme, die mit meinen Wegen mische und das dann in die Welt schicke, dann schicke ich auch Verwirrung in die Welt. So he says he will spew that out of his mouth. Und dazu sagt er dann, das werde ich ausspucken aus meinem Mund. Let me give you some examples of this word. Und ich möchte euch weitere Beispiele zu diesem Wort Araf geben. In Genesis chapter 1 verse 5 is the first time it shows up. 1. Mose 1, Vers 5 ist das erste Mal, wo das auftaucht. God called the light day and the darkness called night. Er nannte das Licht Tag und die Finsternis Nacht. And the evening, Arav, and the morning were the first day. Und aus dem Abend und dem Morgen wurde der erste Tag. Und dieses Abend ist das Araf. So it's the Hebrew word for evening. Ist also das hebräische Wort auch für Abend. Now in Hebrew thinking, you know the people that wrote the Bible, Im hebräischen Denken, ihr wisst, die Leute, die die Bibel aufgeschrieben haben, morning and evening are opposite pictures in life. sind Morgen und Abend entgegengesetzte Bilder des Lebens. Morning is the time of day when darkness explodes into light. Der Morgen ist die Zeitraum des Tages, wo die Finsternis wegexplodiert wird von dem Licht des Tages. You can see and tell the difference between things. Du kannst sehen und du siehst den Unterschied von Dingen klar im Licht. But every evening is a picture of light plummeting into darkness. Aber der Abend hingegen ist ein Bild von Licht, das abnimmt und Finsternis, was übergreift. Whereas the evening goes into night, it gets harder and harder to see the difference between right and wrong, good and bad. Und wo der Abend dann zur Nacht wird, wird es immer schwieriger, richtig und falsch, gut und böse zu unterscheiden. As a matter of fact, the ancient sages have an old tradition Und in den alten Schriften gibt es eine gute Tradition, that the light part of the day actually begins when you can tell the difference between a man and a woman at 100 yards. wow. Da heißt es dann, der lichte Teil des Tages beginnt dann, wenn du auf 100 Yard Entfernung den Unterschied zwischen Männlein und Weiblein erkennen kannst. That's when the day begins. Das ist, wenn der Tag wirklich anfängt, der Teil des Lichtes des Tages. Now, people who live in San Francisco, I'm not sure about. Bei den Leuten in San Francisco bin ich mir nicht so sicher. That may not be funny here, but it is in America. Yes, yeah. And people in Berlin, maybe. Never mind. I'm just kidding. Okay. Okay. Let me give you another example. In Genesis 8, verse 7, Im 1. Mose 8, Vers 7,
It says, and God sent forth a raven which went to and fro until the waters were dried up from off the earth. Da ist es dann, Gott ließ einen Raben ausfliegen, der flog immer hin und her und wieder, bis das Gewässer vertrocknet war auf Erden. This unclean bird called a raven is Arav. Dieser unreine Vogel, der Rabe genannt wird, heißt Araf.